Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir machen heute zusammen ein Mittagessen für echte Leckermäuler, nämlich Milchreis mit Zucker und Zimt und selbstgemachtem Apfelmus. Viele berichten, dass Milchreis im Thermomix nicht so recht klappt. Entweder ist er noch zu bissfest oder er brennt an oder er wird zu matschig. Meine Erfahrung ist einfach, egal welchen Milchreis ich bisher ausprobiert habe, dass die Rezepte im Cookie-Doo zeitlich zu knapp bemessen sind. Sowohl die Kochzeit, die meistens mit 35 bis 38 Minuten angegeben ist, da braucht mein Reis in der Regel 45 Minuten und danach ist ja ganz wichtig die Quellzeit, die man noch einhalten muss. Und die ist oft mit 15 Minuten angegeben und auch hier brauche ich meistens 25 Minuten. Man muss einfach, nachdem man den Milchreis gekocht hat, nochmal probieren, ob es den eigenen Bedürfnissen entspricht, ob er jetzt die Konsistenz hat, die man gern mag. Und wichtig ist auch, dass man wirklich auch Milchreis, Rundkornreis, der für Milchreis geeignet ist, verwendet. Ich habe hier wirklich Reis genommen, der auch als Milchreis speziell verkauft wird. Dann starten wir mit dem Kochen des Milchreises. Wir benötigen dafür 500 Milliliter Milch. Ich habe fettarme Haarmilch mit 1,5% Fett. Dann habe ich hier 40 Gramm Erythrit. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich meist versuche, zuckerarm zu leben. Und in dem Fall nehme ich 40 Gramm Erythrit. Erythrit hat 0 Kalorien und 0 Kohlenhydrate, macht also nicht dick. Man kann also Süßes genießen, ohne dabei zu viel Kalorien zu sich zu nehmen. Wer jetzt da nicht drauf achten möchte oder muss, der kann natürlich statt 40 Gramm Erythrit auch ca. 25 Gramm Zucker nehmen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Dann 110 Gramm Milchreis. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz und dann Zucker und Zimt. Den habe ich eigentlich immer fertig in so Gläschen, fertig abgemischten Kokosblütenzucker mit Zimt. Das kann man nach Geschmack zusammenmischen einfach und auch aufbewahren. Dann habe ich noch von meiner Produktion der letzten Woche übrig selbstgemachtes Apfelmus aus selbst geernteten Äpfeln aus dem Garten. Dann wollen wir auch starten. Dann geben wir in unseren Mixtopf die 500 Milliliter Milch. Dazu die 40 Gramm Erythrit, 110 Gramm Reis und eine Prise Salz. Dann schließen wir den Mixtopf mit unserem Deckel, lassen aber den Messbecher weg. Dann habe ich eingestellt 45 Minuten, 90 Grad Celsius, also nicht heißer einstellen, sonst brennt euch die Milch an. Und dann rühre ich die 45 Minuten die ganze Zeit bei Stufe 1. Dann sehen wir uns in 45 Minuten wieder. Bis gleich. Die 45 Minuten Kochzeit für unseren Milchreis sind vorüber. Man sieht jetzt auch schon, dass der Reis schon etwas gequollen ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ich mache den Milchreis jetzt in eine Schüssel. Ich verwende hier mal meinen Drehspatel. Und lasse den dann jetzt noch 25 Minuten quellen. Also er ist jetzt noch recht fest. Bis in 15 Minuten. Willkommen zurück. Unser Milchreis hat jetzt also 45 Minuten im Thermomix bei 90 Grad gekocht, wobei man da vom Kochen nicht richtig reden kann. Ne? 90 Grad sind ja etwas zu niedrig. Und jetzt noch 25 Minuten in der Schüssel nachgequollen. Jetzt sieht er auch gut aus. Da müsst ihr aber wirklich probieren. Es ist echt bei jedem Reis etwas anders. Ne? Dieser hier kommt genau mit diesen Zeiten gut hin. Vielleicht einfach etwas probieren. Und falls euer Reis nach diesen 45 und 25 Minuten noch nicht zufriedenstellend weich ist, müsst ihr einfach die Zeiten verlängern oder wenn er zu weich ist, entsprechend verkürzen. So, jetzt kommt hier dazu mein Apfelmus. Das ist natürlich alles Geschmackssache, wie viel man da mag, wie viel man da drauf tut. Ich mache immer so einen Klecks in die Mitte. Und darüber dann noch
unser Kokosblütenzucker, der mit Zimt gemischt ist. Ich liebe einfach den Geruch von Zimt. Ich weiß, viele mögen das nicht. Kann man ja natürlich auch weglassen, aber ich mag den. Alles Geschmackssache, ne? So, das ist jetzt unser Milchreis mit Apfelmus und Zucker und Zimt. Den lassen wir uns jetzt schmecken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Christina.